Also unsere Aufgabe ist es, weil wir es ja auch versprechen, unseren Studierenden die Unterstützung ein bisschen vorzustellen, die sie während des gesamten Programmes bekommen. Wir sagen ja immer, wir ermöglichen ein zeit- und ortsunabhängiges Studium. Wir sagen, du kannst in einem Feld promovieren, das dir liegt. Wir sagen, du kannst in deutscher Sprache schreiben, aber es ist ja doch ein Programm, wo wir mit einer ausländischen Universität grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Und dann ist jetzt die Frage, ist das wahr, was wir sozusagen unseren Studenten versprechen? Unterstützen wir sie wirklich? Und das ist, glaube ich, heute unsere Aufgabe, das ein bisschen zu erklären und auch hinzuweisen, wie unsere Unterstützung ausschaut. Genau. Wir haben hier in unserem Programm 2 Phasen und das Ganze, auch wenn wir ein gemeinsames Team sind, wird ja oft ein bisschen unübersichtlich wahrgenommen, oder? Die Leute glauben, da gibt es Leute, die in Österreich und Deutschland unterstützen, dann gibt es Leute, die vor Ort unterstützen. Und vielleicht gelingt es uns heute ein bisschen, das darzustellen, wie das abläuft und wo unsere Schnittstellen sind. Wir haben 2 Phasen im Programm. Ja, genau. Wir haben 2 Phasen im Programm und natürlich die erste Phase, also Phase 1 so genannt, das besteht aus dem Konzept der Dissertation und die Grundlagen der Dissertation. Und natürlich dann müssen auch die Bewerbungsunterlagen vorbereitet werden. Und genau, wir unterstützen unsere Studenten sehr, sehr stark dabei, um diese wichtigen Meilensteine für die Universität zu schaffen. Genau, die Universität hat bestimmte Akkreditierungen und auch wenn wir sagen, dass du mit der Themenwahl sehr frei bist, müssen wir aufgrund dieses Forschungskonzeptes, da gibt es auch eine Vorlage dafür, können wir auf dieses Forschungskonzept aufbauend mit der Universität den Titel der Arbeit festlegen. In der Zwischenzeit wird auch angesehen, du hast das gesagt, ob man den Zugang zum Promotionsstudium erfüllt. Man muss ja ein Masterstudium auf der Stufe 2 von Bologna absolviert haben. Es gibt dann noch einige andere Dokumente, die eingesammelt werden, Lebenslauf und Application Form und so weiter. Aber da gibt es eher eine genaue Aufstellung. Das brauchen wir jetzt nicht nachvollziehen. Wenn dann der Titel mit der Universität abgestimmt ist, da helfen wir den Studierenden. Gibt es die Grundlagen der Dissertation? Genau. Also, in welcher Sprache werden die geschrieben? Man kann natürlich das Konzept und die Grundlagen ganz ausführlich auf Deutsch schreiben und die werden dann einfach von uns übersetzt ins Englische. Wie du gesagt hast, wir haben eine Vorlage für alle diese Dokumente. Ich glaube, unsere Studenten verstehen das so auf einem Doktoratsniveau. Man soll wirklich selbstständig arbeiten, aber wir unterstützen sowieso sehr, sehr stark. Unsere Vorlagen haben sehr viele und ausführliche Instruktionen und auch Videos sind dabei. Und ich glaube, unsere Doktoranden können sich einfach auf das Wichtigste konzentrieren. Genau, ich glaube, dass das wichtig ist. Wir haben jetzt schon 70 Leute, die das erfolgreich absolviert haben und viele in unterschiedlichen Stationen. Manchmal ist so der Übergang heikel. Wenn wir sagen, von der ersten Phase, wo wir die Dokumente gesammelt, das Thema festgelegt, die Grundlagen erstellt haben, die Studierenden auch präsentieren vor dem Promotionsausschuss, dann beginnt eine zweite Phase. Und ist dieser Übergang reibungslos? Wie wird denn das gestaltet? Was können sich unsere Studenten darunter vorstellen? Genau, also ich halte dieser Übergang für sehr reibungslos, weil wir sind nach allem ein Team und wir haben natürlich ständige Kommunikation zwischen uns allen und dann nach dieser Präsentation mit der Universität, natürlich auch da sind wir auch dabei, mit Dolmetschen zu helfen oder zum Beispiel das Ganze aufzunehmen und Notizen zu machen. Aber dann nach dieser Präsentation beginnt sozusagen die Prüfungsphase mit der Universität. Und Prüfungsphase heißt, dass man solche Aufgaben, Einsendeaufgaben von der Universität bekommt. Aber da kommt auch nochmal unsere Rolle. Wir unterstützen nochmal mit Vorlagen für alle Aufgaben. Wir sind auch ständig verfügbar, Videoanrufe zu machen mit unseren Studierenden.
Wir sind auch dabei, die Aufgaben anzuschauen, also die Überprüfung anzusehen. Natürlich, die Studenten, sie sind für den Inhalt verantwortlich, nochmal das Wichtigste, aber wir sind auch für den Rest dabei. Genau, wir haben ja administrative Aufgaben, die von uns auch übernommen werden. Die inhaltliche Unterstützung haben wir schon in der ersten Phase, haben wir in der zweiten auch. Gibt es auch eine inhaltliche Unterstützung durch die Universität, weil es gibt ja auch einen Mentor der Universität? Ja, absolut. Alle Studenten bekommen einen wissenschaftlichen Betreuer von der Seite der Universität und auch natürlich einen persönlichen Betreuer oder Betreuerin von unserer Seite, von unserem Team. Und wir arbeiten sehr fließend zusammen. Das Universitätsteam unterstützt natürlich mit dem Inhalt, Methodologie zum Beispiel, und wir übernehmen auch die Kommunikation. Also wir sind wie eine Schnittstelle zwischen den Doktoranden und der Universität. Das heißt, es gibt eine Ansprechperson, die aus dem PhD Club kommt, die ist die Person, die die Studierenden in allen Bereichen unterstützt und auch den Kontakt zur Universität hält. Und jetzt habe ich PhD Club erwähnt, ich habe auch so einen Button. Was ist denn der PhD Club? Ja, ich meine, dass der PhD Club einen sehr, sehr großen Mehrwert für unsere Studenten hat. Weil es gibt natürlich einige Gründe, aber für mich der Hauptgrund vielleicht ist, dass wir bis jetzt in diesem Club ungefähr 130 Doktoranden haben und auch ehemaligen, und das ist eine goldene Möglichkeit, mit anderen netzzuwerken und sehr, sehr starke langfristige Beziehungen zu bauen. Also schon während des Studiums eine Unterstützung. Es sind ja auch Professoren der Universität drinnen. Das heißt, man kann sich hier abstimmen, man kann Fragen austauschen, wie haben andere ihre Aufgaben gelöst. Aber es gibt auch das Netzwerken, dass man könnte vielleicht beruflich zusammenarbeiten. Ich glaube, es wird auch ein PhD Together immer hier. Genau, ja, das ist unsere jährliche Veranstaltung, die vor Ort in Sofia stattfindet. Eine sehr, sehr nette Möglichkeit, die Professoren persönlich kennenzulernen und auch die Mentoren, die Betreuer. Und natürlich haben wir auch dabei 3 oder 4 ungefähr solche Online-Workshops, Online-Veranstaltungen, auch eine schöne Möglichkeit, die anderen mit den anderen auszutauschen. Also wir können den Studierenden sagen, es gibt eine inhaltliche Unterstützung während beider Phasen im Programm. Es gibt reibungslose Übergänge der Phase 1 zur Phase 2. Man lernt in einem Kick-Off-Call eine Person kennen, die einen dann durch das gesamte Studium begleitet und auch den Kontakt zur Universität herstellt. Und man hat aber nicht nur diese Person als Ansprechpartner, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man im Studium verbunden ist über den PhD Club, das einerseits einen akademischen Austausch erlaubt und auch andererseits natürlich dieses Netzwerken, das ja auch sehr groß geschrieben ist. Ja. Und wir haben ja jetzt gerade wieder so ein Treffen gehabt, das war hochinteressant. Auch die österreichische Attaché war hier und hat sich das angesehen. Die Rektorin, der Präsident, die Vizerektorin, der Leiter des Promotionsprogramms. Das heißt, die Studierenden haben auch einen sehr unmittelbaren Kontakt zu der Führungsriege der Universität. Und auch keine sprachliche Hürden. Also genau. Obwohl wir Österreicher oder Bulgaren sind, sprechen wir gut Deutsch. Ja, stimmt. Auch wir Österreicher sprechen halbwegs gut Deutsch. Genau. Das heißt, wir haben ja auch Studierende aus Österreich, Deutschland, auch aus anderen Ländern. Man könnte das auch in Englisch machen. Absolut. Aber die Mehrzahl der Studierenden machen es ja in deutscher Sprache. Du hast schon gesagt, es gibt für jeden Schritt eine Unterstützung durch Videos, durch Templates, durch Vorlagen. Es gibt Video-Ask-Möglichkeiten, Online-Meetings. Das heißt, man wird eigentlich durch jeden Schritt begleitet. Was den Studierenden oft Sorge macht, ist, verstehen sie die Prüfungsaufgaben, da gibt es auch Beispiele. Ja. Und sie haben oft die Frage, wie schaut das mit den Publikationen aus? Wir müssen ja 3 Publikationen nachweisen. Genau, alle diese Materialien, darüber wir gesprochen haben, Templates, also Vorlagen, Aufgaben, das ist alles in diesem PhD-Club drin. Und das bezieht sich auch auf die Publikationen. Man kann da wirklich viele Vorschläge finden, was die Publikationsmöglichkeiten angeht.
man hat eine gute Wahl an Möglichkeiten. Und da sind wir auch, das ist auch unsere Aufgabe in dem Team, regelmäßig Artikel zu schreiben in diesem Club, damit man ja ständig über was Neues, zum Beispiel verschiedene Tools informiert ist und ja praktisch alles um das Programm herum. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann könnten wir auch dort über ChatGPT und den Einsatz in der Forschung dort lesen. Wenn sich ein Studierender dafür interessiert, dann wird auch darüber ein Gespräch sozusagen entstehen und dann tragen die Studierenden dazu bei und werden unterstützt. Wir sind nicht die einzigen Autoren und natürlich unsere Doktoranden haben auch da so Freiplatz, wirklich Fragen zu stellen, die Fragen den anderen zu beantworten und genau, alles wie Netzwerking, wie wir gesagt haben. Also wenn ich uns so zuhöre, dann brauchen sich ja die Studenten keine Sorgen machen, dass sie nicht inhaltlich unterstützt werden durch den gesamten Prozess, dass sie nicht in allen administrativen Aufgaben unterstützt werden. Das geht ja bis dorthin, dass der Druck der Dissertationen, der vorgeschrieben wird, vor Ort erledigt wird, dass man unterstützt bei den Übersetzungen, dass man wirklich zu jeder. Man kann auch, glaube ich, rund um die Uhr ein Mail schicken. Es gibt kurze Antwortzeiten. Ja, genau. Das ist von allen Studenten sehr, sehr geschätzt. Sie können uns jederzeit eine Mail schicken. Auch per WhatsApp kommunizieren wir oder wir machen wie gerade ein Video. Also wir können sehr, sehr regelmäßig Videoanrufe haben, auch mit den Professoren. Also man soll auf jeden Fall nicht schüchtern sein. Sie sind sehr offen für alle Fragen und alles wird sehr, sehr gut von uns betreut. Also wenn ich zusammenfassen darf, dann gibt es also während des gesamten Prozesses die absolute Unterstützung in den administrativen, in den inhaltlichen Fragen, in den formalen Fragen, Vorlagen, in denen die Dissertation geschrieben wird, mit dem Zeilenabstand und mit all diesen Dingen. Also du bist überhaupt nicht alleine gelassen, sondern wirst in allen Bereichen unterstützt. Gibt es eigentlich irgendeinen Grund, das Studium nicht mit uns zu machen? Ich habe keine Antwort dazu. Ich glaube auch, es gibt keinen Grund. Das heißt, wir können alle einladen, das Programm bei uns aufzunehmen, auch Mitglied im PhD Club zu werden und gemeinsam mit uns in Richtung Promotion zu gehen. Wir sind ja auch bei den Endverteidigungen dabei und bis zur Übergabe der Promotionsurkunde begleiten wir unsere Studierenden. Ganz genau, ja. Sehr gut. Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam im Team für unsere Studenten arbeiten. Ja, Danke. gleichfalls. Danke.